Heute ist der Gangster-Nigger bei Candy Tripper. Herzlich willkommen zu Candy Trips. Ich bin Melissa und ich bin heute am Hallischen Tor, weil wir nämlich einen ziemlich coolen Rapper treffen, nämlich den... Also wir gehen jetzt in die U-Bahn und er kommentiert quasi, was dort passiert. Ja? Aber im Freestyle. Wirklich? Hast du schon mal Geld bekommen? In der U-Bahn? Ja. Nein, zum Glück nicht. Ich sag's dann auch immer noch mal so deutlich. Du wirst im Battle geschält, denn ich battle nicht für Geld. Ja, es gibt einen Rhyme für die Disser. Meine kleine neue Freundin, Melissa. Ja, das war doch ein super Rhyme. Ich hatte noch einen für dich, oh true, ich weiß. Ich hab ihn vergessen, aber ich bin Tierstar. Also check das neue Format von Dietmar. Er wird dir jetzt wieder bestätigen, denn nur so einer kann sich hier drauf verewigen. Erschreckend kreativ. So, ich bin ja auch so vorteilsbehaftet und denke immer, Hip-Hop ist nur irgendwie so dumme, ich fick deine Mutter-Kram. Aber so Freestyle-Geschichten, wenn er einfach so beim Laufen was Lustiges raushaut, das ist schon unterhaltsam. 61, ich wurde gerade abgezogen. Mach keine Fotzen, ich wehr mich mit Schlägen, denn schon in jungen Jahren lernte ich Härte des Lebens kennen. Rapmusik, das ist ja auch so, ich komme ja aus dem Ghetto und hier von der Straße und wir sind alle voll hart und so. Fährst du auch dieses Image oder bist du vielleicht sogar so und wir haben eigentlich viel zu wenig Angst gerade vor dir? Ich glaube nicht, dass man Angst davor haben braucht. Irgendwie so, es ist schon eher, dass man die zumindest von einem härteren Pflaster kommen, das versuchen in ihrer Musik auch wiederzuspiegeln. Wir sind eher aufgewachsen mit normale Abziehen, sage ich mal jetzt. Es war unter Jugendlichen so relativ normal, dass die Leute, die schwächer waren oder reicher waren, abgezogen wurden. Also wir haben es nicht als so einen krassen Raub empfunden, wie dann vielleicht später richtige Überfälle oder sowas. Wenn die Jugendlichen anfangen im Teenageralter mit 13, 14 oder so normale Leute abzuziehen und im späten Teenageralter dann wirklich anfangen Läden zu überfallen, ist es dann schon eine Nummer härter, würde ich sagen. Hast du denn früher selber Läden ausgeraubt? Nicht so direkt, nein. Also morgen ist die Kripo vor der Tür. Naja, es gab schon Zeiten, wo ich manchmal etwas krimineller war. Hardcore. Mädchenrap. Gibt's Mädchen, die rappen beim Rap am Mittwoch? Es kam schon vor. Vorher fanden Female Battles nur statt in Form von Frau gegen Frau. Ben Salomo hat sich schon so eingeführt, dass es jetzt eigentlich egal ist, weil die Frauen sind da ja jetzt nicht körperlich unterlegen oder so, wie jetzt in anderen Sportarten, wo man sagt, es wäre unfair, wenn die gegeneinander boxen würden oder so. Ist ja eher ein Kopfsport, ein Denksport und daher sind die Frauen da nicht unterlegen und das ist schon gerechtfertigt, wenn sie auch gegeneinander antreten. Trotzdem genießen sie schon einen kleinen Bonus, glaube ich, einfach nur, weil es so wenig davon gibt. Und als Mann ist es auch ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen, gegen eine Frau anzutreten, weil übliche Punchlines, die man vielleicht so Floskeln, die man im Kopf hat, so, weißt was, ich mach keine Welle oder du kriegst eine Schelle, das ist eine ganz normale Punchline, gegen eine Frau wirst du da ausgebuht, wenn man die da droppt, zu Recht auch. So. Man hofft ja auch immer ein bisschen, dass sie überfahren werden. Ich komme ja aus einer Zeit, wo es noch keinen Deutschrap gab und auf jeden Fall keinen coolen Deutschrap gab. Bei mir war es eher so der Realness-Aspekt, der mich bei anderen Rappern begeistert hat. So, und ich wollte eben auch unbedingt real immer rappen. So. Wie 2005, versuch nicht Schläfer zu boxen. Dem letzten, der es probierte, wurde die Leber durchstochen. Mein Leben ist ein Actionfilm, jedes Jahr geht so jedes Jahr. Und es kam, wie es kommen musste. JVA Moabit. Ich rap mein Tag und du sagst Realness, komplett jede Seite, jedes Wort von Anfang bis Ende. Und auch wenn ihr alle mich niemals versteht, das ist der echteste Rapper. In jeder Zeit hatte ich was anderes, worüber ich gern gerappt habe. So, als Teenager habe ich gern Texte geschrieben über wechselnde Geschlechtspartnerinnen, was zum Glück nie erschienen ist. Pisek? Man könnte ja sagen, du bist der moderne Shakespeare, weil du schreibst so Texte und voll tiefgründig und Ja, beim Battle ist es, glaube ich, da kommt es jetzt nicht unbedingt darauf an, wie tiefgründig man rappt so. Da kommt es eher auf Pointen und sowas an und gute Lines, Punchlines, die einfach einem hängen bleiben. Aber sonst sind die Rapper von heute schon sowas wie moderne Shakespeares. So. Zumindest die Leute, die mit der Sprache spielen und so. Und jedes Mal denkt irgendein neuer Bube, er fickt jeden wie eine Dame mit seinen flachen Scherzen. Aber wenn die Königin nichts mehr taugen, hat Joker mit mir immer noch ein Ass im Ärmel.
diese Freestyle-Geschichte, hast du das irgendwie gelernt oder kommt das einfach aus einem raus? Gelernt, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das einfach rauskommt. So. Also es fängt vielleicht so an und dann kann man es perfektionieren, wie jedes andere Handwerk, würde ich sagen. Es ist, glaube ich, auch eine Sache der Routiniertheit. So. Viele Menschen denken, wenn einer gut freestylt, bedeutet das automatisch, dass er noch besser texten kann, was einfach nicht wahr ist, weil es nur eine Routiniertheitssache ist einfach so. Das sind auch sogenannte Routines, die dann immer eingebaut werden. Wenn die dann sagen, so, oh, guck mal, das denkt er sich alles spontan aus. Er sagt, nee, diese Reimketten denkt er sich aus und die kann er in jeglicher Form beliebig abspielen. Und dann ist es, also es ist immer noch ein Freestyle. Aber es ist schon, wie gesagt, man merkt dann, dass er ein routinierter Freestyler eben ist. Und dasselbe gibt es auch beim Texten so. Oh mein Gott! Worum geht's denn? Welches Thema? Naja, wir hatten zum Beispiel gerade das Thema, dass die SPD möchte gerne, dass die Spitzensteuersatz erhöht wird, damit es eine gerechtere Umverteilung gibt. Ja. Die Linken wollen noch mehr. Die wollen noch mehr. Halten die das denn überhaupt für durchsetzbar? Doch, das geht. Aber die Reichen haben immer die Bild-Zeitung und solche Sachen in der Hand, wo sie immer sagen können, die ganze Wirtschaft geht kaputt und was weiß ich alles. Das geht alles. Steuerflucht geht auch. Man sieht doch die Betrogener. Man sieht doch Hönes auch. Ja. Haben Sie denn immer Steuern bezahlt? Nee. Das kann ich sagen. Das ist ein Alkoholikerheim. Wissen Sie, was die Miete kostet? Für 9 Quadratmeter 1.200 Euro. Sie, junger Mann, wenn Sie arbeiten, arbeiten Sie für mich und für alle anderen Alkoholiker hier. Ja, ich kann Sie aber trösten. Alkoholiker lebt nicht lange. Das ist eine Mischkraft. Wenn es einer ist wie Sie, dann mache ich es natürlich gerne. Ja. Was guckst du am liebsten? Die deutschen Talkshows sind die langweiligsten. Ich gucke die russischen gerne, die sind sehr persönlich. Oft werden Mordfälle dort diskutiert, Missbrauchsfälle werden diskutiert. Da gibt es innerhalb der Familie, wenn jemand vergewaltigt wurde, werden alle Beteiligten eingeladen und dann wird das öffentlich diskutiert so. Aber wenn du russische Talkshows guckst, guckst du die mit Untertiteln oder verstehst du die auch? Wenn das Pöbelvolk da ist, dann verstehe ich's. Also ich gucke jetzt Nachrichten zu gucken auf Russisch, fällt mir schon schwer. Die gucke ich dann doch lieber auf Deutsch, aber ich verstehe es auf jeden Fall. So, es ist ja eigentlich meine Muttersprache. Ich bin nur nicht in eine russische Schule gegangen. Mir wird nachgesagt, dass ich immer sehr viele Sprachen sprechen kann, aber sagen wir, ich kann Russisch, Deutsch und Englisch. Das sind Sprachen, die ich relativ beherrsche. Ich kann mich vielleicht etwas auch auf Persisch unterhalten. Spanisch sollte ich können, kann ich viel zu wenig. Mit diesen Drogen verkaufen und da gibt es ja auch so Slangs und so. Wenn er 05 auf Kombi haben will, dann kriegt er 05 auf Kombi. Es kommt dann darauf an, über was sie sprechen. Es gibt für jegliche Drogen auch regional andere Begriffe. So. Also ich denke nicht, dass es an einen Ort gemünzt ist. So. Es entwickelt sich, glaube ich, dann einfach aus diesem Drogenmilieu heraus. Aber wenn ich was auf Kombi bekomme, was bekomme ich denn dann? Na, noch einen Orangensaft dazu, oder was? Nein, was jetzt Kombi genau bedeutet, das ist eigentlich nur, dass jemand kein Geld hat und es vorgestreckt bekommen will. Und dann nimmt er sich die Drogen auf Pump sozusagen. Okay. Ja, das ist was Kombi Und dann, bedeutet. wenn nichts zurückkommt, muss er seinen Arm geben. Ja, der wird auf jeden Fall nicht nochmal Kombi kriegen, um so was richtig zu sagen. Nie wieder. Also der Ruf eilt einem da voraus, so auch wie in anderen Sachen. Das ist wie wenn jemand seine Schulden nicht bezahlt oder so. Oder wenn jemand bekannt dafür ist, die Leute zu verpfeifen bei den Bullen. Dann ist es eine Sache, die er nicht so lange für sich geheim halten kann. Und die wird sich verbreiten wie ein Lauffeuer. Tier zu dem Star, ich bin immer noch ein Tier. Gefällt es dir? Dann gib mir einen Schluck von deinem Bier. Nein, das war nur ein Spaß. Ich trinke kein Bier, ich rauche nur Gras. Wir sind jetzt in Binu, hier ist immer Rap am Mittwoch zum Beispiel. It's a money beat. Jeder weiß, Dicker, dass du in die Knie gehst, wenn ich rap, weil ich nun mal besser bin. Ben Salomo überfliegt dich wie eine Messerschmidt und ich tackle dich, so als sei ich ein Footballspieler. Und du hast keine Ahnung, kannst mich nicht battlen, ich bin einfach Deeper. Du bist nicht Deeper, das war eine Lügerei und ich bin die Howie Oswald. 4 präzise Schüsse aus der Bücherei. Wer das glaubt, hat wohl nicht alle Tassen im Schrank. Aber scheißegal, denn ich klatsch diesen Punk. Wir brauchen die bessere Line mit Candy Trips. Okay. Danke, wie nett. Ist ja echt trendy Shit. Aber mich anzurufen, da nützt auch dein billiges Handy nix. Denn wenn du mich sehen willst, dann bestaun mich bei Candy Trips. Ja, hör mir mal gut zu, Ben Salomo float grad. Er hat gewonnen. Er ist ja auf der...
Er ist ja auch der Battle King. So, Hip-Hop Candy Trips war auch mal nett, oder? Kann ja nicht jeden Tag Stangen geben. Aber hier waren eigentlich auch 2 Stangen heute. Also, wo sollen wir nächstes Mal bei Candy Trips hin? Schreibt mir das auch unten in die Kommentare. Könnt ihr auch so coolen Scheiß freestylen? Dann macht doch auch eine gute Line mit Candy Trips. Ich freue mich, das zu lesen. Hier könnt ihr meine anderen beiden Videos sehen. Bis zum nächsten Mal. Könnt ihr mir auf Facebook von euch Fotos schicken mit einem Sign, wo drauf steht, ich habe Candy Tripper? Wow! Es ist sehr wichtig, dass ihr mir diese Bilder schickt. Jeder, der mir ein Foto schickt, bekommt von mir einen kleinen Button, wo drauf steht Candy Tripper zurückgeschickt. Es ist sehr wichtig.